Hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich zeige dir im heutigen Video, wie man den Trenchcoat Kara füttert, aber eigentlich ist das eine Anleitung, wie du jeden Mantel oder jede Jacke füttern kannst, vorausgesetzt es hat einen Beleg innen drin, wie hier. Wundert euch nicht, normalerweise füttert man den Mantel, bevor man Knöpfe und Knopflöcher dran hat, aber aufgrund der Zeit musste ich das Teil ganz schnell fertig haben für ein Fotoshooting und deswegen kommt das Futter jetzt erst rein. Normalerweise ist das dann alles noch nicht fertig so. Für das Futter haben wir 3 Schnittteile. Das ist einmal das Vorderteil, wir haben das Rückteil und wir haben den Ärmel. Ich schneide jetzt Vorder- und Rückteil aus einem Stoff zu und den Ärmel aus dem anderen. Das finde ich immer ganz schön, wenn man da nochmal einen Kontrast setzen kann. Ihr legt euch also eure Schnittteile auf und schaut, dass der Fadenlauf parallel zur Webkante ist. Das ist bei Futter immer mal ein bisschen schwierig, denn der ist sehr flutschig. Schaut, dass ihr das Futter einigermaßen gerade hinlegt, dass er keine Wellen drin hat. Und dann könnt ihr das ausmessen, aufstecken und ausschneiden. Denkt dran, eure Markierung jetzt auch noch auf den Stoff zu übertragen. Und dann sind wir auch schon fertig mit dem Zuschnitt. Als erstes nehmen wir uns unsere beiden Schnittteile und legen sie rechts aufeinander. Das habe ich hier schon gemacht. Und wir können die dann bei 1 cm einmal von oben bis unten schließen. So, jetzt kommt das erste Wichtige, was bei Futterschnittteilen beachtet werden muss, denn in der hinteren Mitte, genau hier, haben wir nämlich eine Futterfalte. Die ist dafür da, dass wenn wir uns nach vorne bewegen, dass diese Falte aufgeht, dass wir mehr Bewegung haben. Denn ein Futter ist ja nicht elastisch und dafür hat man dann diese Futterfalte, damit man da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit bekommt. Wir haben hier oben Markierungen dafür und wir nähen jetzt von hier parallel zur hinteren Mitte ungefähr 10 cm ab. Die Länge ist nicht ganz so entscheidend. Ich nehme immer so 10 cm. So sieht es dann aus, wenn wir es genäht haben. Man kann hier dann quasi reingreifen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr diese Falte auch einbügeln. Bei mir ist das eine Falte von 2 cm. Ihr könnt die dann einmal hier an der Kante einbügeln, müsst ihr aber nicht. Das kann jeder so machen, wie er möchte. Wenn der Mantel hängt, sieht es immer ein bisschen schöner aus, wenn es eingebügelt ist, weil die Falte dann zuklappt. Als nächstes nähen wir dann die Vorderteile rechts auf rechts an die Schultern. Achtet darauf, dass die beiden Armlöcher auch in die gleiche Richtung schauen. Und wir können dann die Naht bei 1 cm schließen. So, dann nähen wir jetzt erstmal den Ärmel ein. Dafür legt ihr euch das Armloch so hin. Wir haben 2 Knipse wieder im hinteren Armloch und 1 Knips im vorderen. Und dann hier die Schulternaht natürlich und 2 rechts und links daneben. Dann sucht ihr euch das passende Ärmelschnittteil dazu aus. Meins ist das hier. Wir haben hier 2 Knipse, die darauf passen, 1 Knips, der darauf passt. Das können wir jetzt aufeinander stecken und dann bei 1 cm schließen. Als nächstes legen wir uns dann wieder Vorder- und Rückteil aufeinander und falten auch den Ärmel zur Hälfte. Und dann können wir Ärmel und Seitennaht schließen, aber Achtung, entweder am linken oder am rechten Ärmel müsst ihr eine Wendeöffnung lassen. Und zwar ungefähr so, ja, ich sag mal 20 cm groß, damit auch genug Platz ist. Markiert euch an dem linken oder am rechten Ärmel einmal diese Lücke, damit ihr das nicht vergesst mit zu nähen. Da müssen wir nämlich dann nachher das gesamte Teil durchwenden. Das heißt, deswegen muss die auch relativ groß sein. Also ich mache mir jetzt einfach hier halt so eine Lücke. Und wenn ich jetzt nähe, nähe ich erst das Stück, verriegel vorne und hinten und fange hier wieder an, nähe hier runter und hier zu Ende. Und an der anderen Seite kann ich dann komplett schließen. Da lege ich mir also den Ärmel auch aufeinander und die Seite und dann kann ich die Seitennaht und Ärmel in einen schließen. Hier brauche ich dann nichts offen lassen. Als erstes drehen wir dann jetzt den Trenchcoat einmal auf links. So, wenn wir uns den Trenchcoat jetzt auf links gedreht haben, nehmen wir unser Futter und das können wir jetzt quasi so einmal hier drauf stülpen.
Ich habe jetzt hier meine Schulternaht, meinen Ärmel und das Vorderteil, was hier runterläuft. Und das stecke ich jetzt rechts auf die Belege. Ihr könnt euch gerne die Schulter mal als Fixierung hier auf die andere Schulter. Dann sind hier überall im weiteren Verlauf auch Knipse. Und das steckt ihr dann bis unten zum Saum. Und dann gehen wir hinten rum. Und hier haben wir ja die Futterfalte und die hintere Mitte. Die Naht trifft jetzt also genau auf die hintere Mitte. Da können wir auf jeden Fall eine Nadel stecken. Und dann gehen wir wieder weiter und stecken wieder Schulternaht auf Schulternaht. Und dann gehen wir vorne wieder den Beleg runter. Immer schön darauf achten, dass die Knipse aufeinander passen. Wenn ihr dann unten angekommen seid, könnt ihr das Ganze von der Puppe nehmen, wenn ihr eine Puppe habt, sonst könnt ihr das auch auf dem Tisch machen. Und dann fangt ihr an einer Seite am Saum an zu nähen und näht einmal vom Saum den Beleg entlang, die Halslochkante lang und an der anderen Seite wieder runter. Ich habe das Futter jetzt an dem Beleg festgenäht und jetzt können wir das Ganze wenden. Dafür greifen wir einfach in den Saum. So sieht es dann aus. Sieht ja schon mal fast aus, als wäre es fertig und wir brauchen noch gar nicht mehr so viel. Denn wir brauchen jetzt nur noch den Saum, der ist unten noch offen und die Ärmel und dann ist das Futter auch schon eingenäht. Also eigentlich überhaupt keine Zauberei. Wir nehmen jetzt die Futterärmel und stecken die durch den Oberstoffärmel, wenn es nicht schon passiert ist. Achte darauf, dass der Futterärmel innen drin nicht irgendwie verdreht ist. Bei dem Ärmel ist es jetzt nicht so schwierig, der hat nur eine Naht. Und dann könnt ihr hier in den Ärmel reingreifen und habt den Futterärmel und auch den Oberstoffärmel. Und jetzt klappt ihr beide Ärmel einmal zueinander, also den Oberstoffärmel nach innen und den Futterärmel klappen wir nach außen. Und somit haben wir dann die beiden Oberstoffe rechts auf rechts aufeinander liegen. Und dann nehmen wir uns eine Stecknadel und stecken das Ganze fest. Das gleiche können wir auch noch an der gegenüberliegenden Seite machen. Den Ärmel nach innen schlagen, den Futterärmel nach außen, gegeneinander legen, so dass rechte Warenseite auf rechte Warenseite kommt. Einfach so. Das ist jetzt nur zum Fixieren, dass wenn wir es gleich wenden, dass wir da nicht durcheinander kommen. Und das machen wir mit dem anderen Ärmel auch. Und jetzt greifen wir in den Ärmel, denn wir hatten ja im Futterärmel eine Öffnung gelassen. Diese hier. Und da ziehen wir jetzt den kompletten Trenchcoat durch. So sieht es jetzt aus. Die Ärmel sind jetzt quasi einmal rund. Also wir haben den Futterärmel außerhalb vom Oberstoffärmel und der führt jetzt hier unten zusammen. Und dafür haben wir es jetzt zusammengesteckt, damit wir genau wissen, wie die aufeinander kommen. Denn der Futterärmel und der Oberstoffärmel kommen jetzt auch wieder rechts aufeinander. Das fühlt sich beim Nähen ein bisschen falsch an, weil man die so gegengleich aneinander näht. Aber es ist vollkommen richtig, denn wir wenden ja nachher alles wieder durch die Öffnung im Ärmel und dann sitzt es wieder richtig. Ihr nehmt euch jetzt dann den Ärmel und sucht die Stecknadeln. Habt meine gefunden. Und dann löst ihr sie so, dass ihr dann jetzt den Oberstoff und den Futterärmel rechts aufeinander stecken könnt. So, dass eine Lage auf der anderen Lage liegt. Weil eben haben wir es ja gefaltet, sage ich mal. Da hatten wir jetzt 4 Lagen aufeinander, aber wir dürfen ja jetzt nur eine Lage auf die andere nähen. Das machen wir jetzt mit beiden Stecknadeln. Seht ihr hier auch, hier habe ich ja ein ganz schönes Geknubbel, aber es sollen ja nur eine Stofflage Futter auf eine Stofflage Oberstoff. Das macht ihr dann mit dem anderen Ärmel genauso. Ihr sucht die Stecknadeln und steckt euch dann den Futterärmel rechts auf den Oberstoff.
Und wenn ihr euch das jetzt gesteckt habt, könnt ihr das Ganze bei 1 cm schließen, also den kompletten Ärmelsaum einmal rundrum nähen und bei 1 cm zusammennähen. Ich habe jetzt hier den Oberstoffärmel oben und den Futterstoffärmel unten, also das geht quasi in einem so durch. Und wir müssen jetzt das Ganze rechts auf rechts aufeinander nähen. Ich habe mir jetzt als Fixpunkt die Naht genommen, da fange ich jetzt an. Das lege ich mir jetzt als erstes unter die Nadel, dass es fixiert ist. Und jetzt arbeite ich mich Stückchen für Stückchen vorwärts, denn das ist ja eine Rundung. Also hier innen ist meine rechte Seite vom Futterärmel und hier ist die rechte Seite vom Oberstoffärmel und die lege ich jetzt aufeinander und nähe sie rechts auf rechts bei 1 cm zusammen, so wie wir es eigentlich auch gewohnt sind. So sieht das dann aus, Futterärmel unten, Oberstoffärmel oben, das geht in einem quasi durch. Wenn wir das aber nachher wenden, ist es dann richtig. Leider hat jetzt gerade meine Kamera nicht mitgefilmt, als ich gezeigt habe, wie man den Saum schließt. Ich habe jetzt hier unten den Saum vom Trenchcoat und eigentlich ist es keine große Kunst. Wir legen einfach den Saum vom Trenchcoat auf den Saum vom Futter. Wundert euch nicht, die Naht ist nur, weil leider mein Futter zu kurz war und ich noch was anbasteln musste. Normalerweise habt ihr hier keine Naht. Und dann legt ihr das einfach aufeinander, hier die Nähte beide aufeinander. Da vorne ist der Beleg, der wird natürlich nach innen geklappt. Und dann schließt ihr einfach die komplette Saumnaht bei 1 cm. Und fertig ist's. Wenn wir dann jetzt den Saum und die Ärmel geschlossen haben, drehen wir das Ganze wieder durch die Öffnung am Ärmel. Genau, das ist der Ärmel. Und da drehen wir jetzt einfach alles wieder zurück, was wir vorhin reingedreht haben. So sieht der Trenchcoat dann fertig aus. Der ist dann innen schön gefüttert. Er ist unten geschlossen. Und was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir die vordere Kante absteppen, die Ärmel absteppen und den Saum absteppen. Und dann natürlich ganz wichtig, denn wir haben ja noch eine Öffnung im Ärmel, diese hier. Und die schließen wir einfach, indem wir die offenen Kanten nach innen schlagen und dann steppen wir das Ganze knappkantig einfach zu. Weil das ist ja im Ärmel, das sieht keiner. Und dann haben wir da zwar eine Naht, aber wenn ihr mal in eure Mäntel reinguckt, die ihr so zu Hause habt, die ihr vielleicht mal gekauft habt, da ist es genauso. Meistens ist es der linke Ärmel, wo die Öffnung drin ist. Und da hat man dann einfach eine sichtbare Naht, aber da guckt ja keiner hin. Wir haben jetzt hier dann die Öffnung für den Ärmel und dann schlagen wir beide Kanten einfach nach innen. Ist auch relativ egal, wie viel, also ungefähr natürlich 1 Zentimeter, so wie die Nahtzugabe auch ist. Aber da muss man jetzt nicht besonders genau sein. Und dann fängt man einfach am Anfang der Öffnung an und steppt die Öffnung mit einem Stich ganz nah an der Kante zu. Ihr könnt euch das auch vorher bügeln, wenn ihr möchtet, dann ist es vielleicht einfacher zu handeln. So, und dann haben wir die Kanten so aufeinander und steppen sie zu. Das sieht dann so aus. Das ist jetzt nicht besonders schön, aber das verschwindet dann ja nachher im Ärmel.